Einen wunderschönen guten Tag. Lang nicht gesehen. Woran das wohl liegen mag, Mensch. Es wird sehr oft gefragt, wo man denn jetzt eigentlich, also es kam schon vor dem Beta, weil in vergangenen Betas war den Leuten das nicht so ganz klar, wo lasse ich eigentlich mein Feedback? Mache ich jetzt ein Ticket auf? Gehe ich irgendwie auf den Discord? In welchen Channel gehe ich? Es gibt einen extra Discord, da könnt ihr draufgehen, ne? Das wäre super. Und dann euch gerne an Diskussionen beteiligen, falls ihr schon irgendwelchen Input habt oder falls ihr Fragen habt, natürlich auch, ne? Wenn ich mir so die Taverne durchlese, kracht es wieder komplett. Und wenn das stimmt, was die sagen über die Beta, muss noch ordentlich was gechanged. Die Frage ist ja, was? Und ich hoffe, dass das Feedback dann auch entsprechend auf dem Beta-Discord landet, wenn es da eben valide Punkte gibt, ne? Konstruktiv Genau. natürlich, nicht einfach nur sagen, ja, mag ich nicht, das bringt ja nichts. Und man muss ja am Ende des Tages bedenken, dafür macht man ja eine Beta, ne? Dass man sich das Ganze mal angucken kann, dass man sich da jetzt mal auf jeden Fall Feedback einholen kann von der Community. Ich meine, schließlich wurde sich das ja auch gewünscht, zeitiger in solcherlei Dinge mit einbezogen zu werden und so weiter. Ja. Und ja, jetzt kann man sich das halt mal angucken und sein Feedback geben. Am besten halt, wie gesagt, über das neue Beta-Discord. We have currently started the beta for the toilet rework. We have the wash cycle now, which is kind of the old toilet functionality. And in addition, we have a sacrifice, which is a total, at this point on the beta server, total sacrifice of your item. And you can sacrifice multiple items per day with diminishing returns regarding the mana gain. And the aura is kept now at aura 1000. In addition to that, you have an item level that is displayed on your items as well as in the shop for the maximum item level you can find in the shop. Yeah, it's kind of to make a convoluted system a little bit more understandable for the players and also expand on it for the future. I tried the beta, but I'm having a hard time seeing how this rework can benefit the player. The main difference I see now that the items disappear after flushing. You won't be able to gather steel and arcane splinters from dismantling them. Can somebody explain the possible benefits of the update? It is currently intended that sacrificing an item doesn't give the resources back, but it's already an internal discussion and due to change, yeah. Die Equipment-Qualität steigt pro Aura-Stufe in der Toilette. Finde ich sehr gut, das Update, da dann Equipment wieder einen höheren Stellenwert bekommt und es mehr als nur 10% von den Total Stats ausmacht. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den habe ich mir als Spieler öfter mal gefragt, desto mehr man gestiegen ist im Level. Mein Main ist jetzt 650, haben es gesehen, Deras ist, glaube ich, 750, oder? Ja, so das, ja, das heißt, man hat nicht mehr, also ich hatte dann natürlich Legendary Dungeon gespielt und so. Und bis auf die Waffe, die nur einen kleinen Teil eben an Verbesserung gebracht hat, war der Rest meistens uninteressant über das komplette Jahr weg, zum Beispiel. Ja. Weil halt extrem hoher Levelbereich und der Levelfortschritt entsprechend langsam ist und ich keine andere Quelle habe, um meine Gegenstände vielleicht ein bisschen zu verbessern. Und deswegen finde ich sowas interessant, da ein bisschen gegenzuarbeiten oder auch für den Spieler, dass der Spieler halt die Items, dass die auch wieder was wert sind. Nicht nur halt im Verkauf, weil ansonsten ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn du dich jetzt nicht einmal neu ausstattest mit 20er Upgrades, dann werden die Items wahrscheinlich zur Hexe wandern. Also auch wirklich, dieses komplette System wurde jetzt halt einfach ein bisschen entschlackt und halt sofort verständlich gemacht. Ne? Du hast dein Item-Level, den siehst du da im Shop, das ist der maximale Item-Level, den du finden kannst. Ja. Und da kommt dann halt irgendwie noch dein Level mit rein und dann halt noch irgendwie die Rune, die du anhast und so. Und dann wird daraus halt irgendwie dein Item-Level berechnet. Man muss das nochmal wiederholen. Wer sich daran stört, dass Epics 35 und Legendaries 50 sind, das ist jetzt eure Chance, eure Gelegenheit, auf den Beta-Discord-Server zu gehen und dort zu sagen, hey Leute, ich halte das für keine gute Idee. Und dann wird man sich das angucken und dann wird man darüber nachdenken. Tut man jetzt schon. Aber sagt Bescheid, gebt das Feedback, das ist wichtig. Ja, absolut, absolut. Wie ist das denn mit LD-Items? Die waren doch so 10 Level höher, meine ich, sind die dann bei Item Level 700, 800
Ist ein gutes Feedback, finde ich, was du da bringst. Natürlich, wenn die Item-Level unterm Strich halt einen ordentlichen Satz machen, einen ordentlichen Sprung machen und wir jetzt halt von, was weiß ich, einem Item-Level-Bereich von unter 1000 reden, dann ist da 10 Item-Level mehr natürlich noch mehr wert als bei, was weiß ich, 2000. Entsprechend müsste man sich halt das tatsächlich nochmal angucken. Aber auch da kann man wieder sagen, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und dass er gesehen und gelesen wird, gib ihn als Feedback unbedingt. Also wirklich sehr guter Punkt. Ja. Ja, es hatte die Frage, wo das in den 4 Threads untergebracht werden soll und in den Channels. Das Discord ist ja dafür da, dass da wirklich gezielt und gebündelt alle beta-relevanten Informationen reinkommen. Ach, und Florian sagt entsprechend, schon, ja. ich behaupte einfach mal, solange das Feedback da drin landet, wird es auch jemand sehen. Yes, yes. Wenn es am richtigen Ort ist, umso besser. Dass man Item-Level im Shop sieht, ist mega, hab ich noch gar nicht geguckt. Ja, das ist das. Ja, okay. Ich muss, glaube ich, mal den Shop aktualisieren. Ja, einmal sollte nötig sein. Das ist hier gerade Item-Level 1. So, wir haben direkt einen Epic dabei. Oh, guck mal, das ist geil. Also, wir haben normale Gegenstände zwischen einer Range von 700, was ist das hier, 95 bis zum Epic 800. Und das Epic scheint einen deutlichen höheren Wert zu haben für mich als die Waffe, aber man muss halt trotzdem selber noch entscheiden. Die Handschuhe haben zwar hier einen höheren Wert, sind aber von den Werten her trotzdem nicht so gut wie ein Epic. Meinst du, das ist für Spieler durchsichtig, dass sie sagen, naja, ein normaler Gegenstand kann auch den gleichen Wert haben? Das bedeutet für mich einfach nur, dass er aktuell zu meinem Level passt und nicht, dass er besser ist. Dass ich jetzt nur auf den Wert gehe und sage, okay, besser. Ich denke, das ist verständlich, weil die Item in Anführungszeichen Qualitäten behalten ja trotzdem ihre Relevanz. Also ein normales Item ist ja trotzdem immer noch einen Tacken schlechter als ein Epic, als ein Legendary etc. Also von daher, diese Staffelung bleibt ja bei. Also ich denke, das sollte verständlich sein, oder? Als Min-Maxing-affine Community, die Shakes and Fidget Community nun mal ist, auch durchaus Spaß dran haben kann, da zu gucken, wann macht halt was Sinn. Weil zum Beispiel, wenn du am Glücksrad drehst, gibt es ja zum Beispiel die Items, die halt sackbillig sind. Und mir ist mal aufgefallen, wenn ich jetzt nur die reinschmeiße und dann irgendwo mit einem niedrigen Mana-Wert ein Item rausziehe, dann ist das Item ja schon fast mehr wert als die Items, die ich da reingeschmissen habe, wenn ich nur die ganz billigen reingeschmissen habe zum Beispiel. Ja. Also da können sich individuell, je nach Spielstil, sehr unterschiedliche Spielweisen und Strategien als sinnvoll herausstellen und etablieren. Und ich denke, wenn man nicht nur der allerkrasseste mit der allerhöchsten Aura sein will, ist da für viele Leute jetzt was dabei, wie man die min-maxen und angehen kann, approachen kann. Also ich verstehe ein bisschen so, Pay to Win, dies, das, jenes. Ja, du kannst jetzt theoretisch irgendwie 5 oder 6 Epics da reinschmeißen oder 5 oder 6 normale Items. Und ja, dadurch wird eine Spanne auseinandergehen, vielleicht sogar einen Tacken weiter als vorher. Aber dennoch, indem man halt, wie gesagt, diese Epics angeglichen hat ein bisschen an die anderen Items und halt eben nicht auf 50 Mana gelassen hat, ist man da ja trotzdem schon mal ein bisschen entgegengekommen. Und ich war auch super skeptisch anfangs, aber ich sehe halt mittlerweile einfach ein System darin, wo jeder Spieler viel individueller auf seine eigenen Bedürfnisse und was er bereit ist auszugeben und da drauf zu schmeißen auf dieses Feature halt bereit ist, darauf einzugehen. Und ich finde das cool eigentlich, letzten Endes. Und es ist halt eben nicht einfach nur stumpf, wie jetzt gerne mal auch geschrieben wird, Pay to Win, so. Nein, das ist dann einfach vielleicht das Etikett, was man dranhängt, um was zu beschreiben. Steckt ja meist dann noch ein bisschen mehr dahinter. Wenn du jetzt zum Beispiel 7 Legis reinwerfen würdest, wäre das extrem ineffizient, würde ich mal sagen, weil du dann echt auch einen starken Loss generieren würdest. Eben. Also das wäre... Wie gesagt, was Mo jetzt nämlich sagt, eben, also klar, du kannst theoretisch immer einfach nur das Teuerste draufschmeißen, du wirst aber zum Teil giga ineffizient spielen und das ist nicht sinnvoll. Und dann kannst du natürlich sagen, ja gut, dann halt Umweltprämie. Aber sind wir mal ehrlich, das macht doch dann kein Mensch. Also und wie gesagt, und wenn es dann jemand macht, dann sorgt er dafür, dass die Server ein Jahr länger anbleiben und dann ist auch super, oder nicht? Im Endeffekt muss man ja auch bedenken,
das, was man hier gerade vorfindet, ist eine Beta, ist ein Beta-Test. Es ist zum Testen. Da sind halt Fehler drauf, da wird man Bugs finden, die halt vorher nicht rausgenommen wurden, weil es halt einfach erstmal in Anführungszeichen nur ein Beta-Server ist. Weil es okay ist, wenn da halt Dinge noch nicht hundertprozentig rund laufen. Das ist halt auch eine Frage von sinnvoller Nutzung von Ressourcen. Ne? Da muss dann auch nicht sofort jeder Bug sofort rausgenommen sein. Und das soll ja auch im Endeffekt nur eine Diskussionsgrundlage liefern oder bringen für uns jetzt, für die Community und Player, sich zu unterhalten, sich das anzugucken, dass ihr Feedback geben könnt, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut, dass man sich das dann nochmal anschaut und dann halt vor dem finalen Release halt entsprechend nochmal auch Dinge ändern kann. Ne? Also nichts von diesem Beta-Server ist jetzt in dem Sinne in Stein gemeißelt. Dafür macht man die Beta. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Logischerweise würde ich ja jetzt hier starten wahrscheinlich, ne? Sagen, ich kriege einmal den Bonus pro Tag, dann wasche ich das Item. Im Grunde könntest du es auch als letztes machen. Das ist so ein bisschen die Besonderheit. Okay. Genau, der Wash-Cycle, der würde dir immer die 100% quasi geben. Egal, ob du jetzt schon beim Sacrifice ein 5 reingeschmissen hast oder nicht. Das Wash-Cycle, also quasi die alte Toilettenfunktion, ist immer zu 100% gegeben, sozusagen. So, und wenn ich hier eins reinwerfe, dann ist das nur, weil ich möchte noch weiter erhöhen. Ja, und okay, das ist auch mit Animation. Okay. Aha. Das war vorher auch nicht. Voll praktisch. Das aktualisiert diese Werte jetzt halt auch in Echtzeit. Deswegen hast du halt immer auch so einen Spickzettel, was jetzt genau was bringen würde, falls du es jetzt nicht so mit dem Kopf rechnen hast, so wie ich zum Beispiel. So, wenn ich jetzt ach so, hier unten auch. Ja, geil. Ich werfe jetzt mal einen normalen Gegenstand rein. Sagt er mir 70%. Und bis 180 kann ich das Ding voll kloppen. Genau, und dann wäre es halt voll, so wie man es jetzt kennt, und dann müsste gespült werden. Klar, theoretisch kannst du an dem Punkt noch was reinwerfen, aber es ist halt sinnvoll. Und das ist halt so, wo ich sage, ja, da kann halt jeder irgendwo ein Stückchen weit individuell entscheiden, ja, was will ich denn jetzt machen, wie will ich es denn jetzt machen? Ja, das ist weil effizient ist das nicht mehr. Nein, das meine ich ja gerade. Also ich wollte nur gerade gucken, weil ich bin jetzt sehr schnell in einen Bereich gekommen, ich habe viel reingeworfen und sehe, dass das vielleicht jetzt gar nicht mehr sinnvoll ist, da noch was reinzuwerfen, weil so ein Gegenstand würde mir am nächsten Tag 35 bringen und der hier 50, ne, und der hier 10. Es ist einfacher, ein weiterer Boost, wenn man so möchte. Wie sehr man da reingeht, muss jeder natürlich für sich entscheiden. Ja, klar. Aber wir haben ja auch mehrfach schon gesagt, das hier ist eine Beta. Im Zusammenhang mit der Community zusammen guckt man sich das alles an, sammelt auch das Feedback, ihr testet, ihr habt auch andere Blickwinkel, beziehungsweise schließen wir mit ein, ich bin ja auch einfach Spieler, anderen Eindruck. Der Eindruck entsteht dann, man macht sich seine Gedanken und sagt, okay, kann ja auch sein, finde ich perfekt, geil, ne? Würde ich nichts dran ändern, kann auch Feedback sein. Oder ich sage, okay, da und da, dies und das und das, dann wäre das cooler zum Beispiel. Oder das würde Sinn machen in dem Feature oder in dem Szenario. Und das gibt man dann halt an Feedback weiter. Ne? Also für jeden, der jetzt sagt, ey, ich hab hier Feedback und ich würde dies und das oder das finde ich gar nicht gut oder das finde ich besonders gut, ist ja völlig egal in welche Richtung. Natürlich immer konstruktiv. Einfach nur, finde ich blöd, hilft niemandem, hat noch nie jemandem geholfen. Dann gerne auf den Beta-Discord gehen und das da eben zur Diskussion bringen und einfach mitteilen, ne? Und weil gerade die Frage zum Pet Unda kam, auf dem Beta-Discord sind auch die Release-Notes gepostet und da kann man alles nochmal nachlesen und da steht dann zum Beispiel auch drin, dass Unda jetzt mit Aura-Level 150 vorher 20 zu finden ist. Ändert sich das dann bei Pet auch, was von der Aura-Stufe abhängig ist? Ja. Das ist auch nochmal, wie gesagt, Beta-Server, Discord, Release-Notes, da stehen nochmal ein paar wichtige Details dabei, unter anderem, hat der gerade schon gesagt, der Punkt mit dem Pet, weil das sich ja an Aura 20 aktuell richtet. Oder nach Aura 20. Geht ja im Endeffekt in das, was wir schon angesprochen haben. Es ist ein Beta-Server, es ist, um sich's anzugucken, es ist, um eine Diskussionsgrundlage zu haben. Und das ist halt das Ding. Das Ding geht nur dann live, wenn halt man sowohl seitens Player als auch seitens der Community damit glücklich und zufrieden ist. Klar, 100%ig abholen wirst du nie jeden können. Das ist klar. Du wirst nicht das Feature entwickeln,
über das sich jeder gleich freut oder über das jeder gleich glücklich ist. Aber so das Feature wird auch erst dann live gehen, wenn halt irgendwo in der Community der Konsens dann da ist. Ja, so kann das auch live gehen. Ne? Also deswegen, dafür ist dieses Beta-Discord jetzt auch da, dass man da halt intensiv sich drüber unterhält, im Dialog miteinander ist. Da werden halt auch wirklich Player-Mitarbeiter nochmal mit einem extra Auge auch auf dieses Discord gucken und da aktiv sich an Diskussionen beteiligen. Ja, deswegen.